Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich ganz gerne ein Thema anreißen, das wirklich wenig Aufmerksamkeit innerhalb der Hautpflege-Community bekommt und zu dem ich selbst kaum Content habe. Deshalb möchte ich das heute ändern und mit euch über Antioxidantien sprechen. Das heißt, ich möchte euch heute erklären, warum es durchaus Sinn macht, antioxidative Inhaltsstoffe in die Routine zu integrieren und wie diese eure Hautpflege aufs nächste Level bringen können. Damit ihr die Vorteile von Antioxidantien verinnerlichen könnt, muss ich zunächst einmal über ein paar kleine stressige Biester sprechen, und zwar freie Radikale. Um es ganz einfach zu formulieren, handelt es sich bei freien Radikalen um Atome oder Moleküle, die ungepaarte Elektronen besitzen. Das macht sie besonders reaktiv, aber auch gleichzeitig instabil, und deshalb ist ihr oberstes Ziel, zur Ruhe zu kommen. Das heißt, sie suchen sich stabile Verbindungen aus und klauen diesen ihre Elektronen. Dieser Diebstahl kann in unserem Körper zur Inaktivierung wichtiger Enzyme führen, schädigt Zellen und begünstigt entzündliche Prozesse. Diese freien Radikale können natürlicherweise in unserem Körper entstehen, aber werden auch durch äußere Faktoren begünstigt, wie zum Beispiel UV-Strahlung oder beispielsweise das Rauchen. Aber keine Angst, unser Körper ist dank eigener Abwehrmechanismen dazu in der Lage, diese freien Radikale zu neutralisieren. Trotzdem muss ich leider eine schlechte Nachricht anhängen, denn die körpereigenen Abwehrmechanismen können überlastet werden. Das heißt, wenn so viele freie Radikale am Start sind, dass unsere Abwehr damit nicht klarkommt und es nicht schafft, diese zu neutralisieren, dann führt das unweigerlich zu sogenanntem oxidativen Stress, was wiederum die negativen Effekte begünstigen kann, die ich vorhin erwähnt habe. Und ein weiteres Problem ist auch einfach, dass mit zunehmendem Alter diese Abwehrmechanismen schwächer werden, aber gleichzeitig die Produktion freier Radikale ansteigt. Und leider muss ich noch eine schlechte Nachricht überbringen, aber fürchtet euch nicht, der Hoffnungsschimmer kommt sogleich. Ihr habt sicherlich schon mal davon gehört, dass die UV-Strahlung die Entstehung freier Radikale in der Haut begünstigen kann. Aber was ich besonders spannend finde, ist, dass die UVA-Strahlung nicht nur den Gehalt der Antioxidantien in der Haut verringert, sondern dass sie auch antioxidative Enzyme inaktivieren kann. Und diese Enzyme sind ein wichtiger Teil der körpereigenen Abwehrmechanismen. Im Endeffekt kann man zwar sagen, dass freie Radikale ein natürlicher Teil der körpereigenen Stoffwechselprozesse sind und dass der Körper dank der eigenen Abwehrmechanismen gut damit umgehen kann, also zumindest bis zu einem gewissen Grad, und dazu in der Lage ist, diese freien Radikale zu neutralisieren und so die Zellen zum Beispiel vor Schäden zu bewahren, aber dass diese Abwehr überrannt werden kann. Und nur um diesen ganzen Prozess auf die Haut bzw. die Hautgesundheit zu beziehen, wenn die körpereigenen Abwehrmechanismen überrannt werden und unser Körper einfach nicht mehr hinterherkommt, diese freien Radikale zu stabilisieren bzw. zu neutralisieren, dann kann das unter Umständen das Risiko für Hautkrebs erhöhen und die vorzeitige Hautalterung beschleunigen. Und hier kommen Antioxidantien ins Spiel. Diese sind nämlich dazu in der Lage, die Konzentration freier Radikale zu reduzieren. Deshalb macht es durchaus Sinn, den Körper von innen zu unterstützen, indem man beispielsweise Lebensmittel in seine Ernährung einbezieht, die viele antioxidative Inhaltsstoffe enthalten. Dazu gehören Blaubeeren, Walnüsse, Berberitzen oder aber auch grüne bzw. schwarze Oliven oder beispielsweise auch Grüntee. Selbstverständlich macht es auch zusätzlich Sinn, die Haut von außen mit antioxidativen Inhaltsstoffen zu unterstützen, und deshalb werde ich jetzt einige antioxidative Actives vorstellen. Ich habe das Ganze auch für Einsteiger bzw. Einsteigerinnen und Fortgeschrittene eingeteilt.
Aber bevor ich zu der Thematik übergehe, möchte ich auch nochmal die Wichtigkeit von Sonnenschutz betonen. Das heißt, dem Meiden intensiver UV-Strahlung, Schatten aufsuchen, nicht ewig und 3 Tage in der Sonne brutzeln, Sonnencreme verwenden, Hut, Sonnenbrille und so weiter und so fort. Denn wie wir wissen, ist die UV-Strahlung für eine Vielzahl an Hautveränderungen verantwortlich und kann selbstverständlich auch Augenschäden begünstigen. Deshalb ist Sonnenschutz mitunter das Wichtigste, was man für die eigene Hautgesundheit tun kann. Selbstverständlich auch noch die ganzen Vorsorgeuntersuchungen, die dazu existieren. Aber wenn es einfach auch um kosmetische Mittel geht, kann man Sonnencreme nicht unerwähnt lassen. Aber hier gehört eben auch die Info dazu, dass nicht jede Sonnencreme gleichermaßen gut vor freien Radikalen schützt, weshalb es eben, wie bereits erwähnt, Sinn macht, Antioxidantien in die eigene Routine zu integrieren. Den Anfang macht Bakuchiol, weil das einer meiner absolut liebsten antioxidativen Inhaltsstoffe ist und weil dieser Inhaltsstoff auch noch weitere Vorteile für die Haut mit sich bringen kann. Er wirkt sozusagen nicht nur antioxidativ, sondern kann hilfreich bei Hyperpigmentierung sein, kann Entzündungen vorbeugen und gilt auch noch als sehr gut verträglich. Hier würde ich als Produktbeispiel meinen eigenen Bakuchiol Booster anführen, weil ich den selber sehr, sehr gerne benutze und eben auf Grundlage meiner Liebe für Bakuchiol diesen Booster habe entwickeln lassen. Hier findet sich nicht nur Bakuchiol drin vor, sondern auch Q10 und Astaxanthin. Das sind auch beides Inhaltsstoffe, die antioxidativ wirken können und den benutze ich beispielsweise als Booster. Das heißt, ich gebe mir davon einige Tropfen in mein Serum oder in ein etwas dickeres Gesichtswasser und trage das Ganze auf die Haut auf. Und so kann ich meiner Haut ganz ohne Probleme eben Antioxidantien zuführen. Ich will aber auch dazu sagen, dass dieses Produkt in einer Ölbasis daherkommt. Das ist sozusagen ein komplett wasserfreies Produkt und dementsprechend fühlt es sich natürlich auch auf der Haut an. Also es ist jetzt kein rein wasserbasiertes Serum, deshalb würde ich auch empfehlen, wenn ihr dieses Ölige nicht so gerne mögt, dass ihr das Ganze einfach wie einen Booster benutzt, also eure Pflege so ein bisschen damit aufpimpt und euch ein bisschen was von einer Creme oder einem Serum in die Handinnenfläche gebt und dann einige Tropfen von dem Booster sozusagen mit reinmischt und erst dann das Produkt auftragt. Ich würde euch auf jeden Fall nicht dazu raten, eure Produkte direkt im Tiegel zu mischen. Das habe ich jetzt schon des Öfteren gesehen, dass Menschen das machen, denn das kann dazu beitragen, dass die Stabilität des Produkts negativ beeinträchtigt wird. Deswegen ist es immer besser, wenn ihr solche Produkte einfach direkt in eurer Handinnenfläche mixt und das Ganze dann auf die Haut auftragt. Ein weiterer antioxidativer Inhaltsstoff, der für Einsteiger bzw. Einsteigerinnen geeignet ist, ist Grüntee. Und hier habe ich ein Produktbeispiel von Isntree. Und zwar ist das der Green Tea Fresh Toner, der nicht nur wunderschön auf der Haut anmutet, sondern der auch einen wirklich großartigen Eigengeruch hat. Ich finde, das erinnert sehr an so langgezogenen Grüntee und ich bin ja absolute Teeliebhaberin und deswegen freue ich mich einfach jedes Mal, wenn ich diesen Toner benutzen kann. Der ist relativ flüssig, macht auch keinerlei Probleme mit darauffolgenden Produkten und lässt sich auch genau deshalb wunderbar in die Routine integrieren. Grüntee-Extrakt wirkt, wie gesagt, nicht nur antioxidativ, weil da eben Polyphenole enthalten sind, sondern kann auch Schäden durch UV-Strahlung reduzieren, talgregulierend und auch noch entzündungshemmend wirken. Pycnogenol ist ein Rohstoff, den ich sehr spannend finde, und zwar wird dieser aus der Küstenkiefer gewonnen. Das heißt, ihr habt in diesem kleinen Fläschchen von The Ordinary 5% von jenem Rohstoff enthalten und der Küstenkieferextrakt enthält natürlicherweise Polyphenole, die antioxidativ wirken, und ab 1% soll Pycnogenol sogar die Wundheilung beschleunigen. Und ich finde persönlich, dass das Produkt wunderbar verträglich ist, aber es hat eine
etwas zähflüssige, so ein bisschen sirupartige Konsistenz. Ich vermute mal, das liegt an dem hohen Anteil an PDO in diesem Produkt. Bin ich normalerweise kein großer Fan von, wenn Produkte große Konzentration bzw. hohe Konzentration an PDO enthalten, weil meine Haut dieses Gefühl davon einfach nicht sonderlich mag. Deshalb verwende ich solche Produkte sehr, sehr gerne wie einen Booster. Das heißt, ich handhabe es genauso wie bei meinem eigenen Bakuchiol Booster und gebe mir von diesem Pycnogenol ein bisschen was ins Serum oder aber auch in den Moisturizer und trage das Ganze dann so aufs Gesicht auf, weil dadurch der Tragekomfort deutlich verbessert wird. Ein Antioxidant, das in diesem Video keinesfalls fehlen darf, ist die Ascorbinsäure, denn diese ist nicht nur relativ gut erforscht, sondern auch ein wunderbarer Radikalfänger. Allerdings hat es einen Grund, warum ich sie in die fortgeschrittenere Kategorie reingepackt habe, denn Ascorbinsäure ist als Rohstoff gar nicht mal so einfach zu verarbeiten, gar nicht mal so einfach zu stabilisieren und in einem pH-Bereich bzw. unter 3,5 am besten wirksam. Das heißt, die Produkte, die auch eine wirksame Konzentration an Ascorbinsäure enthalten und die auch vom pH-Wert passend eingestellt sind, sind einfach nicht für jeden Hauttyp oder jeden Hautzustand gleichermaßen geeignet, denn dadurch, dass diese Produkte so sauer sind, kann es natürlich zu Irritationen führen. Aber ich will jetzt nicht damit sagen, dass alle Leute, die eine empfindliche Haut haben, Probleme mit Ascorbinsäure haben werden, sondern es geht mir eher darum, dass man, wenn man diese Produkte nutzt, so ein bisschen die eigene Haut beobachtet und schaut, wie die Haut auf diese Produkte reagiert. Ich persönlich habe in meiner ganzen Skincare-Laufbahn eher schlechte Erfahrungen mit Ascorbinsäure gemacht, also zumindest mit Produkten ab 5%. Das ist auch eine ganz gute Konzentration, um anzufangen. Natürlich geht es auch teilweise bis über 20%, wobei man sagt, dass alles, was über 20% geht, jetzt nicht unbedingt einen größeren Nutzen hat. Aber ist jetzt egal. Jedenfalls habe ich die meisten Ascorbinsäure-Produkte nicht so gut vertragen. Das hat sich darin geäußert, dass meine Haut sich gereizt angefühlt hat. Sie war super empfindlich. Sie war auch stellenweise stark gerötet. Und dementsprechend habe ich aufgehört, irgendwann immer mehr mit Ascorbinsäure auszuprobieren. Aber es gab tatsächlich hier und da Produkte, mit denen ich relativ gut klargekommen bin. Also die jetzt nicht optimal waren, aber die ich eben halbwegs gut vertragen habe. Und dazu gehört beispielsweise dieses neue Vitamin C Serum von Isntree. Wie gesagt, auch nicht optimal von der Hautverträglichkeit, zumindest für meine super empfindliche Haut. Das passt auch vom pH-Wert, liegt zwischen 3 und 3,5, enthält, glaube ich, über 20% Ascorbinsäure, aber es ist definitiv noch im Rahmen, vor allem wenn ich es nicht täglich nutze. Ein Produkt, mit dem ich auch gut zurechtgekommen bin, ist das Vitamin C Serum von Wishtrend. Ich glaube, da ist auch über 20% Ascorbinsäure enthalten. Und Ascorbinsäure hat halt nicht nur diesen antioxidativen Effekt, sondern sie kann auch hilfreich bei Hyperpigmentierung sein. Sie kann die Kollagensynthese anregen, was in einer pralleren Haut resultiert. Und sie kann auch die Schäden durch UV-Strahlung verringern. Resveratrol ist auch ein antioxidativer Inhaltsstoff, den ich persönlich super spannend finde. Dabei handelt es sich um ein Polyphenol, welches natürlicherweise in Trauben, Früchten und auch bestimmten Nüssen vorkommt. Und dieser Stoff kann übrigens auch Entzündungen vorbeugen. Das heißt, er kann auch hilfreich bei Pickeln sein. Ein Produkt, das ich ausprobiert habe, ist dieses Serum von Face Theory, was 5% Resveratrol enthält und 3% Ferulasäure, die übrigens auch antioxidativ wirkt. Und es hat auch einen Grund, warum ich das eher für Fortgeschrittene empfehlen würde. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Produkt pur meine Haut auf Dauer reizt. Deswegen benutze ich es wie so oft als Booster und mixe das mit Gesichtswasser, Serum und so weiter und so fort. Das Prozedere habe ich jetzt schon mehrfach erklärt. Und ich habe auch einige Erfahrungsberichte gelesen zu anderen Produkten, beispielsweise zum The Ordinary Resveratrol Serum, das 3% Resveratrol enthält, und auch zu
anderen Hautpflegeprodukten, die Resveratrol enthalten. Und da musste ich einfach feststellen, dass es viele Leute gibt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, also die Probleme mit diesem puren Produkt hatten, zumindest auf Dauer, und festgestellt haben, dass ihre Haut dadurch gereizt wurde. Deshalb Obacht, falls ihr eine super empfindliche Haut haben solltet, einfach so ein bisschen drauf achten, wie die Haut darauf reagiert. Und ansonsten finde ich auch einfach, dass man solche Produkte wunderbar als Booster nutzen kann. Und zum Schluss möchte ich euch auch noch Idebenon vorstellen. Das ist ein Stoff, der dem Coenzym Q10 ähnlich ist, und Q10 kommt ja natürlich in unserem Körper und auch in unserer Haut vor, aber Idebenon soll einfach eine stärkere Wirkung aufweisen. Deshalb hat es auch ein gewisses Irritationspotenzial, weswegen eben auch nicht alle Personen mit diesem Stoff zurechtkommen. Das heißt, auch hier wieder einfach so ein bisschen drauf achten, wie die eigene Haut darauf reagiert. Und ein Produkt, das ich ausprobiert habe, mit dem ich wunderbar klargekommen bin, ist das Mary & May Idebenon Blackberry Complex Serum. Also hier ist eben auch noch ein Extrakt aus der Brombeere enthalten, und Brombeeren enthalten ja auch natürlicherweise antioxidative Bestandteile. Das heißt, in diesem Serum habt ihr eben einiges an antioxidativen Inhaltsstoffen drin, und was ich daran richtig cool finde, ist, dass das einfach ein sehr wässrig, super leichtes Serum ist. Das heißt, hier ist der Tragekomfort nochmal ein anderer im Vergleich zu dem Resveratrol-Serum oder im Vergleich zu diesem Vitamin C-Serum. Deswegen finde ich es halt auch so wichtig, nochmal darüber zu sprechen, wie sich die jeweiligen Produkte anfühlen, weil ja nicht jedes einzelne gleichermaßen gut für jeden Hauttyp oder Hautzustand geeignet ist. Und bei dem gefällt mir einfach diese super leichte Konsistenz und der wirklich angenehme Tragekomfort. Das heißt, wenn ihr eine super ölige Haut haben solltet und so ein paar antioxidative Inhaltsstoffe in die Routine integrieren möchtet, dann wird dieses Serum auf jeden Fall für euch geeignet sein. Und natürlich möchte ich euch auch anhand einer Beispielroutine zeigen, wie easy es doch ist, antioxidative Inhaltsstoffe in die Hautpflege zu integrieren. Diese Beispielroutine richtet sich vor allem an Menschen mit empfindlicher Haut. Und hier könnt ihr morgens beispielsweise mit dem Isntree Green Tea Fresh Toner starten, der, wie es der Name bereits sagt, Grüntee enthält. Und zu Grüntee habe ich ja schon einiges erwähnt, wirkt nicht nur antioxidativ, sondern kann auch eben entzündungshemmend wirken. Und dann könnt ihr beispielsweise auf das Isana Overnight Serum zurückgreifen, was 5% Niacinamid enthält, welches entzündungshemmend wirken kann und welches auch hilfreich bei Hyperpigmentierung ist. Und das mit meinem Bakuchiol Booster mixen, denn das Serum von Isana ist leider ein kleines bisschen klebrig, und dieser Klebrigkeit kann man mit einem ölbasierten Produkt ein bisschen entgegenwirken. Das heißt, ihr gebt euch einfach etwas von dem Serum in die Handinnenfläche, ein paar Tröpfchen von dem Booster dazu, mixt das und tragt das auf die noch feuchte Haut, die ihr eben vorher mit dem Toner benetzt habt, auf, und dadurch fühlt sich das Ganze einfach deutlich angenehmer an, und ihr kriegt halt eben auch noch zusätzlich antioxidative Bestandteile, die in einer lipophilen Umgebung gelöst sind. Also das Bakuchiol, das Q10 und natürlich auch das Astaxanthin, was in dem Booster enthalten ist. Und darüber tragt ihr dann natürlich eure Sonnencreme auf. Und hier geht meine Empfehlung in Richtung der Hyalucica Sonnencreme von SkinChonsa, weil die eben auch einige antioxidative Pflanzenextrakte enthält, wie zum Beispiel Ginkgo, Alfalfa, Brokkoli und Grünteeextrakt. Diese Routine könnt ihr übrigens auch für abends beibehalten, indem ihr die Sonnencreme durch einen milden Moisturizer ersetzt oder aber die Sonnencreme komplett weglasst. Und es macht übrigens auch durchaus Sinn, antioxidative Inhaltsstoffe in die Abendroutine zu integrieren, um die Regeneration der Haut zu unterstützen. Und das Coole an dieser Routine ist eben auch, dass ihr nicht nur antioxidative Inhaltsstoffe wie Grüntee, Bakuchiol, Q10, Astaxanthin, Ginkgo, Alfalfa und Brokkoli bekommt, sondern auch noch entzündungshemmende Inhaltsstoffe, zu denen Niacinamid gehört. Dieses kann eben auch ausgleichend wirken,
und selbstverständlich auch feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe wie Glycerin und Hyaluron. Und das ist halt auch wieder der Beweis dafür, dass viele Produkte multifunktional sein können und dass einfach auch bestimmte Rohstoffe unterschiedliche Effekte erzielen können. Das war's schon mit meinem Video zu Antioxidantien. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass ihr vielleicht die ein oder andere Info in euren Alltag integrieren könnt. Trotzdem möchte ich zum Schluss noch etwas loswerden, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar sprechen wir hier ja hauptsächlich von kosmetischen Mitteln und diese haben ganz eindeutig ihre Grenzen, was ja auch gut ist. Ich meine, klar macht es Sinn, verschiedene Antioxidantien miteinander zu kombinieren, da diese sich auch gegenseitig unterstützen und boosten können und wir vor allem von solchen Produkten auch nur schwer vorhersagen können, wie gut sie in die Haut penetrieren, wie gut sie mit der Haut interagieren und wie gut sie eben aufgenommen werden. Deshalb ist es halt durchaus sinnvoll, verschiedene Sachen auszuprobieren und zu schauen, wie man damit zurechtkommt, da wir ja auch viele unterschiedliche und auch sehr individuelle Bedürfnisse haben. Aber was wir damit nicht erreichen werden, ist den Alterungsprozess zu stoppen oder jegliche Krankheiten zu verhindern. Denn Hautpflege sollte eher als präventive Maßnahme und natürlich auch als Unterstützung gesehen werden. Es ist keineswegs ein Allheilmittel für alle möglichen Dinge, sondern es ist halt einfach nur Support für eure Haut, Support für die Abwehrmechanismen eurer Haut und genau so sollte das auch gesehen werden. Deswegen möchte ich das einfach nur noch mal an euch herantragen, dass wir versuchen, eine möglichst realitätsnahe Erwartungshaltung aufzubauen. Denn es gibt einfach Dinge in unseren Körpern, auf die wir keinen Einfluss haben, wie beispielsweise die Genetik. Ich meine, klar kann man eine ausgewogene Ernährung haben, man kann einen bombastischen Lebensstil aufweisen, man kann die tollsten Hautpflegeprodukte benutzen und trotzdem bedeutet das ja nicht, dass das Krankheitsrisiko gegen Null geht oder dass das Hautkrebsrisiko komplett gegen Null geht. Das ist einfach nicht machbar, egal was wir alles tun. Wir können unser Bestes geben, aber diese ganzen Sachen, also vor allem auch die Hautpflege, sollte wie gesagt eher als präventive bzw. unterstützende Maßnahme gesehen werden und vor allem den Alterungsprozess können wir auch nicht stoppen. Die Alterung ist ein natürlicher Vorgang und deswegen wird sie auch vonstatten gehen, egal was ihr tut und dementsprechend ist mir einfach wichtig, dass wir da eine möglichst realitätsnahe Erwartungshaltung haben und klar, Antioxidantien kann man zu sich nehmen, man kann versuchen, die Abwehrmechanismen gegen freie Radikale zu supporten, aber die freien Radikale sind jetzt nicht das einzige Problem in Anführungsstrichen für bestimmte Prozesse, die im Körper in Gang gesetzt werden, denn da spielen auch noch viele, viele weitere Mechanismen eine Rolle und dementsprechend ist das nur ein ganz kleiner Teil vom Ganzen, zu dem man etwas von außen beitragen kann.